verkanntes Ziel, Feuer! Mein Name ist Michael Gorzolka, ich bin der Bataillonskommandeur vom ABC Abwehrbataillon 7 und bin mit meinen ca. 500 Frauen und Männern hier heute auf dem Truppenübungsplatz in Jägerbrück. Leiten auf der Schießbahn 19 führen durch Erkundungskommando Bataillonsgefechtsstand. Jawohl, herzlichen Dank. Moin. Die Gruppe, die hier antritt, hat den Auftrag, als Erkundungskommando des Bataillons Gefechtsstand einen neuen Verfügungsraum zu erkunden für den Gefechtsstand. Ist gegliedert in 3 Kleinfahrzeuge und ein Großfahrzeug, hier dargestellt als nicht geschütztes Großfahrzeug mit Lefette, und hat den Auftrag, einen Ort X zu erkunden, der über Kartenerkundung und Satellitenaufklärung bereits vorerkundet wurde durch die Brigade, der wir unterstellt sind, und befindet sich auf dem Marsch und hat auf dem Marsch dann einen bestimmten Punkt anzufahren und Maßnahmen wie zum Beispiel prüfen, dort vor Ort soll sich befinden ein Telefonanschluss, der genutzt werden kann, Stromversorgung, die genutzt werden kann, und als Schwerpunkt einmal die Sicherung in Richtung Süden durchzuführen. Übung! Beginn! Stell dir vor, eine Sicherung. Einmal die Straße links, rechts einblicken. In Verlängerung Wall, rechts, links, Straße einblicken. Sicherung im vorderen Raum durch Auge wurde bestätigt, Licht aus. Ernesto folgt mir, Sicherung auslegen, auf geht's. Super Objekt, wir können wieder aufsetzen und zurückverlegen. Vor allem ist hier gefordert Gruppenführerleistung, die Koordination aller Kräfte, die der Gruppenführer für den Auftrag zur Verfügung hat. Sammeln! Männer, Ladeinfo. Auger hat aufgeklärt, 600 in diese Richtung, 2 Kräfte mit Langwaffe am Arm. Vermutete Absicht, auf uns anzutreten. Meine Absicht ist es jetzt, mit Nasi Kraftfahrer 1 und 2 nach vorne zu verlegen. Sicherung hinten bleibt. Messer und Olli in ihren Bereichen. Rest verlegt mit mir jetzt vor. Verstanden? Verstanden. Okay, auf! Und in der Phase eröffnen die morinischen Kräfte auf die unbekannte Stärke unserer eigenen Kräfte das Feuer. Der Verband hat in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel investieren müssen, um die ABC-Abwehrkräfte der NATO zu zertifizieren und bereitzustellen. Das sind über 10 Nationen gewesen, da waren sehr umfängliche Übungsvorhaben notwendig, und obwohl die NRF-Phase noch andauert, sind zumindest die Übungstätigkeiten jetzt vorbei, sodass ich als Bataillonskommandeur gesagt habe, wir müssen dringend wieder Gefechtsschießen machen, wir müssen dringend wieder in die Truppenausbildung investieren, wir müssen wieder verstärkt auch in Landoperationen funktionieren, und von daher sind wir jetzt hier für 2 Wochen auf dem Übungsplatz. Sehr viel Gefechtsschießen, sehr viele Waffen, die wir mitgeführt haben, einfach um uns in dem Bereich nach noch relativ langer Zeit wieder gut aufzustellen. Auf verkanntes Ziel, Feuer!
Die ABC-Abwehrbedrohung ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und deshalb müssen wir vorbereitet sein. Das ist, denke ich, das A und O. Das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für die Kampftruppe im Heer. Das gilt für alle Kampfunterstützer im Heer, das gilt aber auch für Luftwaffe, das gilt auch für Marine, das gilt auch für Spezialkräfte. ABC-Abwehr wird auch zukünftig eine immer größere Rolle spielen. Stellvertretend dafür darf man festhalten, dass seit dem Beginn des Ukraine-Krieges in der Ukraine über 380 ABC-Ereignisse stattgefunden haben. Platzung! Ja. ABC-Abwehrereignisse, wenn sie jemanden unvorbereitet treffen, die sind tödlich und da müssen wir gut vorbereitet sein. Die ABC-Abwehr verfügt über, ich nenne es einfach mal, 3 ganz wesentliche Fähigkeiten, die wir auf das Gefechtsfeld einbringen. Und 2 davon sind auch mit, ich nenne es mal, Waffensystemen hinterlegt. Das ist zum einen die Dekontamination, zum anderen die AC-Aufklärung und die dritte Fähigkeit, die wir mitbringen, ist die ABC-Beratung. Ich möchte einfach mit der Aufklärung beginnen. Da haben wir den Spürpanzer Fuchs. Der Spürpanzer Fuchs, der ist dafür geeignet, zu sagen, dass etwas da ist. Das nennt sich dann Detektion. Ein Kampfstoff, wie auch immer geartet, ist an einem bestimmten Ort und wir sagen, er ist dort. Auf der anderen Seite, und das ist das Schöne an dem Fahrzeug, wir können auch vorläufig identifizieren. Also einen ersten, ich nenne es mal, Richtungsschuss geben, was es denn genau ist, um dann, und jetzt kommt die Verbindung zur ABC-Abwehrberatung, dann auch genauestens die militärischen Führer aller Ebenen zu beraten, welche Maßnahmen denn dann zu treffen sind. Die Dekontamination ist dann hinterlegt mit unserem Hauptwaffensystem TP90, ist das weltweit modernste Dekontaminationssystem, was wir haben. Unser Auftrag ist es, nach spätestens 6 Stunden die vollständige Wiederherstellung, die Dekontamination von betroffenen Soldatinnen und Soldaten, deren Ausrüstung und deren Kfz, deren Hauptwaffensystem durchzuführen. Bis dahin muss die Truppe mit sich selber klarkommen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder einzelne Soldat seine Fähigkeiten beherrscht. Das geht vom Aufsetzen der Maske über das Anlegen des Overgarments im Falle von ABC-Warnung, ja, bis hin zum Filterwechsel. Ja, was wir hier sehen, das ist die sogenannte bedrohungs- und auftragsangepasste Schutzzustand Stufe 3. Das heißt, der Overgarment, den wir jetzt hier sehen, der Overgarment leicht, ist also auch ein ganz moderner Anzug, den wir noch gar nicht so lange in den Streitkräften haben. Der Einteiler ist komplett an. Wir sehen, dass die Schuhe auch angezogen sind und wir sehen natürlich auch, dass die Maske aufgesetzt ist. Der Overgarment ist ein Anzug, der semipermeabel ist, das heißt, Luft geht rein, Luft geht raus und er ist vorrangig dafür da, dass er sesshafte chemische Kampfstoffe und flüchtige chemische Kampfstoffe abhalten kann. Das heißt, wir haben Aktivkohle in dem Anzug drin. Das heißt, wir müssen auch schauen, weil er nur eine gewisse Wassersäule ab kann, dass wenn es regnet, noch über den Overgarment, das ist dann der Schutzzustand Stufe 4, auch noch der Poncho übergeworfen wird. Aber so wie wir es hier sehen, wäre die Soldatin, die wir jetzt unterhalb der Maske haben, gut geschützt gegen chemische Kampfstoffe. Unter ABC-Schutz zu kämpfen, muss man auf jeden Fall eine körperliche Grundfitness haben. Dadurch, dass man
viel mehr an sich hat als normal. Unter ABC-Schutz ist die Atmung und alles viel schwieriger. Die Belastung ist einfach höher. In der Bundeswehr wird viel Sport getrieben und auch außerhalb kann man jederzeit joggen gehen, sage ich mal, oder einfach seine Ausdauer fit halten, wo ich jetzt sagen würde, das ist so das größte Ding, was man trainieren könnte, die Ausdauer. Wir haben hier die Maske 2000. Die Maske 2000 hat flächendeckend in den Streitkräften die Maske 65 abgelöst. Das sind dann insgesamt 35 Jahre Entwicklungsunterschiede und die möchte ich Ihnen ganz kurz präsentieren. Wir haben zum einen die Möglichkeit, das sieht man jetzt hier, den Filter nicht zentral vor der Maske zu tragen, sondern seitlich weg. Das ermöglicht uns, egal ob man Links- oder Rechtsschütze ist, dann auch durch die Visiereinrichtung des G36 zu schauen. Dieser Filter ist ein sogenannter Steckfilter, kein Schraubfilter mehr. An der Maske 2000 sieht man, dass hier noch ein Schraubgewinde dafür da ist, die alten Filter der Maske 65 zu nutzen. Der Vorteil des Steckfilters ist relativ simpel. Egal, ob ich Linksschütze bin, egal, ob ich Rechtsschütze bin, egal wie ich mein Gewehr halte, es gibt immer eine Position, damit ich auch wirklich wirken kann. Das ist der große Vorteil der Maske 2000. Die besondere Herausforderung unter ABC-Schutz zu kämpfen ist auf jeden Fall das Sichtfeld. Dadurch, dass man die ABC-Maske aufhat, wird das Sichtfeld eingeschränkt. Ja, außerdem wird dadurch, dass man viel mehr atmet, dadurch, dass man viel voller gepackt ist, ein Glas des Auges, bei mir zum Beispiel, da ich Rechtsschütze bin, das linke Auge ein bisschen beschlagen, sodass das Sichtfeld noch mal kleiner wird. Wir haben, das hat sich deutlich verbessert, ein viel, viel größeres Sichtfeld der Maske 2000. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, unter der Maske agierend Feind aufzuklären und zu bekämpfen. Wir haben, Stichwort kleines Kampfgespräch, auch die Möglichkeit, über eine Sprechmembran deutlich besser miteinander zu kommunizieren, als es noch mit der alten Maske M65 möglich war. Und natürlich geht es nicht nur um Kämpfen, sondern es geht auch darum, im Fall eines ABC-Ereignisses möglichst lange unter dieser Maske den Auftrag fortzusetzen. Deshalb hat sie einen deutlich höheren Tragekomfort. Ich möchte hier zwei Dinge ansprechen. Zum einen sieht man in der Maske drin, dass die Auflageflächen deutlich vergrößert worden sind und auch vor dem Hintergrund der Druckverteilung haben wir jetzt hinten ein Netz, sodass wir im Endeffekt auch in der Lage sind, am Hinterkopf einen höheren Tragekomfort zu generieren. Zusammenfassend darf ich feststellen, dass die Maske M65-1 tatsächlich 35 Jahre Entwicklungssprung bedeutet. Sie ist insbesondere dazu geeignet, den Feuerkampf zu führen und sie macht uns dahingehend unabhängig, dass wir wirklich über längere Zeiten diese Maske auch tragen können. Die Ausrüstung, die sollte man am besten jedes Mal nachbereiten, damit sie auch einfach jedes Mal wieder funktioniert und einsatzbereit ist. Das muss jeder Soldat beherrschen. Das sind Themen, die so wichtig sind, dass die Bundeswehr gesagt hat, die müssen wir einmal jährlich mindestens üben. Deshalb ist ABC-Abwehr auch in den individuellen Grundfertigkeiten eines jeden Soldaten gefordert oder von jedem Soldaten gefordert. Deswegen muss das zwingend durchgeführt werden. Ich sage aber auch, wenn ich einmal im Jahr schießen gehe, dann bin ich noch kein guter Schütze. Und das gilt auch analog für die ABC-Abwehr. Wenn ich einmal im Jahr die Maske aufgesetzt habe, dann ist das vielleicht nicht ausreichend. Es gehört zum soldatischen Handwerk dazu, vorbereitet zu sein. Klar zum! Kampf unter ABC-Bedingungen, das ist nicht etwas, was nach wenigen Minuten dann wieder vorbei ist. Tritt tatsächlich ein ABC-Ereignis ein, bin ich betroffen, muss ich davon ausgehen, dass ich tatsächlich über mehrere Stunden unter ABC-Schutz stehe. Das heißt, ich brauche
körperliche Robustheit, ich muss das durchstehen und man muss das in aller Deutlichkeit sagen. Der militärische Auftrag geht weiter. Natürlich habe ich Einbußen und kann nicht mehr mit 100%iger Kraft in diesen Auftrag investieren. Das schränkt uns ein. Aber unbenommen dessen muss ich in der Lage sein, meinen Auftrag unter ABC-Bedingungen weiterzuführen. Wenn es der militärische Auftrag erfordert, die Kompanie im Angriff ist, Kampftruppe gesprochen, dann werde ich nicht aufgrund eines ABC-Ereignisses diesen Auftrag einfach mal so eben abbrechen. Sondern da geht es darum, den Auftrag erstmal fortzuführen. Auch gegebenenfalls unter ABC-Bedingungen nach einem ABC-Ereignis im Bereich Fight Dirty zu kämpfen. Also mit Kampfstoffen gegebenenfalls auf meinem Overgarment, mit einem Fahrzeug, was von außen kontaminiert ist. Gegebenenfalls aber auch mit einem Innenraum, der kontaminiert ist. Dafür muss ich vorbereitet sein. Das gehört dazu. Grundsätzlich gilt, ich muss in der Lage sein, meinen Auftrag über viele, viele Stunden fortzuführen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wieder das Verständnis in die Streitkräfte kommt, dass ein ABC-Ereignis nicht nur eine Sache der ABCisten ist. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Sache der betroffenen Soldaten. Es bedingt, dass die Soldaten ihr Handwerk beherrschen. Es bedingt, dass die betroffene Truppe, egal welcher Ebene, ein ABC-Ereignis auch mit einem Führungsprozess hinterlegt. Alle Führungsgrundgebiete der betroffenen Truppe, nicht der ABC-Abwehr, haben hier einen Beitrag zu leisten. Und, ich hatte es angesprochen, auch die betroffenen Soldaten müssen ihren Beitrag leisten, damit dieses ABC-Ereignis in adäquater Art und Weise bewältigt wird und der eigentliche Auftrag auch erfüllt werden kann. Wenn es zum Ernstfall kommt, werden die ABCisten ihren Beitrag leisten. Was auch das immer zeitlich bedeutet und was es auch von dem Einzelnen dann kosten mag.